Dear students of Leuphana University, welcome. Entering a university is a lot like swimming out into deep water. You come prepared. You have mastered the indoor pool of school. And now you are seeking new challenges and adventures. You find yourself today because you have been at a crossroad and you have made a choice. And this is a choice for a somewhat unconventional education, one that is practically oriented, and it puts you on a path slightly different from that chosen by many of your peers who are now starting their academic year, at other more standard universities. What we do during the next week together is going to be exciting. Your role will be to imagine society in 2099, to imagine a society that is fair, just, financeable, and offers opportunities to flourish for everybody to develop their skills to the best. Wir werden jetzt uns mit dem demografischen Wandel beschäftigen, wir werden uns Lüneburg bzw. eine Stadt bzw. die Welt 2099 vorstellen und Pläne bzw. Strategien entwickeln müssen, wie man mit den daraus resultierenden Problemen umgeht, aber auch eben die Chancen, die sich daraus ergeben, natürlich dann entsprechend zu nutzen. Es geht ja um den demografischen Wandel bzw. um eine alternde Gesellschaft, und das erste Projekt ist erstmal 15 Fotos zu schießen, die das repräsentieren. Wir müssen jetzt Fotos zum Thema demografischer Wandel machen, und diese sehr netten Lüneburger Bürger hier haben kooperiert und haben mit uns quasi Fotos zu diesem Thema gemacht. Und dabei ging es einmal darum, was für Herausforderungen das mitbringt, wie jetzt zum Beispiel der Rollator und das Einkaufen, und andererseits, wie junge Leute mit den alten Leuten auch über so junge Medien wie zum Beispiel Selfies und Fotos kommunizieren können. Ich darf präsentieren, das ist Leonie, unsere Kamerafrau. Genau. Und wir haben jetzt schon einige Fotos hier gemacht. Wir haben einmal ein Foto von einer Apotheke gemacht, ein Schild, wo drauf steht "Schön schwanger in Lüneburg". Das haben wir zweimal. Dann hier sehr kleine Schrift, kann man vielleicht nicht so gut erkennen. Ja, also wir haben die Brillen fotografiert, halt so, dass Menschen älter werden und dann irgendwann Brillen brauchen, so wie sich das halt entwickelt, so der Lauf des Lebens. Deswegen haben wir jetzt die Brillen fotografiert. Welcome again for the first time in this lecture hall, and welcome to a journey into year 2099. Well, our topic this year is population change, and especially the issues that brings about in terms of an aging society, because that's the most important demographic change we face. What I'm talking about is the healthcare problems of these demographics, because we have getting into a healthcare situation where a lot of problems have to be solved, and you can be part of that. Demographic change affects various areas of society, such as housing, such as the health system, or public infrastructure. But the good news is that you belong to a generation with a spectacular future. Also wir haben relativ viel Input bekommen, Thema wie sich die Gesellschaft verändert, also dass die Gesellschaft an sich älter wird. Wir reden halt über den demografischen Wandel, und die Aufgabe ist am Ende ein eigenes Projekt zu entwickeln, wie man dagegen wirken kann, was man tun kann, und ein eigenes Geschäftsmodell zu entwickeln. Get all
all the relevant aspects together and think about what the lectures told you and always get the reference to innovation. The idea basically is to offer students who are going to university a room which is connected to a room in which an elderly person lives. Ja, wir hatten die wahnsinnig tolle Idee, dass wir uns überlegt haben, vielleicht ein Betriebssystem für ältere Menschen oder Leute mit Behinderung zu entwickeln. Anstatt ein Altenheim zu bauen oder viele Altenheime, die wir brauchen werden wir ein großes Kreuzfahrtschiff oder vielleicht sogar mehrere davon, je nach Kapazität, entwerfen, wo die dann wohnen und sogar in ihrem Lebensabend sozusagen die Welt nochmal bereisen können. We face the problem of women who have to decide whether to have a career or a family, and we wanted to find a possibility how to combine both things. Wir wollen ein GPS-Chip machen für Alzheimer-Kranke. Er ist mit unserem iCare-Chip ausgestattet, deswegen das X. Wir haben ihn halt auf dieser Karte halt da entdeckt. Und Personen ohne, die findet man quasi in einem Labyrinth überhaupt gar nicht wieder. So every project at the Media Lab is evaluated along those three indicators. Is it unique and is it interesting? Does it have impact? And does it make you feel magical? You will show us now what you have done. Our idea was to connect regional farmers to provide a food delivery for older people who cannot walk or drive to a supermarket or to any other shops. If you are dealing with a particular community and you just take from everybody what they have and then distribute for everybody what they need from what you collect, then I think that it can work. Of course, I'll try it, and if it's a good product, I definitely will buy it. Yes, we have the great opportunity to introduce a lot of experts because in the context of the KIC application conference that happens, the Partners Conference that happens today in Lüneburg, we have, I believe, about 65 or so high caliber experts from all areas in this particular field, people who deal with aging populations, with population change. And so what we did was we sent them into the individual groups to give individual feedbacks, both content feedback but also formal feedback. You're on the right track, I think, but how will you implement these activities? You have to specify that very clearly in your presentation, right? Who is the active group and who is the more passive learning group? So what's your general opinion of that idea? So this is a way that is very important for the future, that of thinking, how can I say, commonly. In my opinion, I mean, in my experience, obviously, I don't know what's happening all over the world, but specifically linking a young person with an old person, in my eyes, is quite unique. So it's a good idea. Ja, also wir haben heute Besuch bekommen von einem Experten, der sich unsere Präsentation angeguckt hat und nochmal Tipps gegeben hat. Er hat gesagt, wir sollen nochmal an einerseits der Präsentation arbeiten und dann auch an dem Vortrag selbst und nochmal die Besonderheiten unseres Programms besser hervorstellen. He really got the gaps that we still need to close, so we kind of just noted down the questions that he gave us and they inspired us to, complete what we still need to do. Bis 17 Uhr müssen wir unsere Idee letztendlich einreichen, also die komplette Präsentation. Und danach gibt es in 10 Gruppen, glaube ich, den ersten offiziellen Pitch zur Jury, wo wir unsere Idee präsentieren müssen und dann hoffentlich ausgewählt werden, dass die Idee wirklich gut ist und wir ins Finale kommen. We have 2 great awards that we're giving out to 2 teams that will win the final round on Friday morning. The first prize is a trip to Brussels. Now, Brussels may not sound like the most exciting city, but it's of course the seat of European Parliament. And the winning team will get a chance to present some of their findings to the politicians who will eventually decide what exactly is put into action
And the equally attractive second prize for our student teams will be a trip to Jordan. Jordan is a country with very specific problems, a lot of them refugee-related. The winning team for the second prize will get a chance to work in a refugee camp with a Jordanian NGO that is currently addressing exactly these topics. Wir bereiten uns jetzt auf die Präsentation gleich vor. Es ist zwar nur ein kurzer Vortrag, aber man ist trotzdem ganz schön nervös und man hat ja nur eine Chance jetzt. Wir hatten erst eine relativ verwirrende Struktur. Wir haben jetzt die Struktur noch ein bisschen verbessert und auch, ja, ist auch ein paar Mal durchgesprochen, aber man darf ja auch nicht zu oft das durchsprechen, weil ansonsten wirkt das nicht mehr so frisch und intuitiv, ne? Also jetzt, als es vorbei ist, denke ich schon irgendwie, ja, und jetzt? Weil man sich so lange auf diese 90 Sekunden vorbereitet hat und jetzt ist es auf einmal vorbei. Das ist schon komisch. This is what makes us unique. Howl! GoCommunity.de. Ja! Go Communities! I'm addicted to you! Also wir haben uns ganz realistische Minimalziele gesteckt. Jordanien ist das Minimalziel und alles andere drunter ist eine Enttäuschung. So ist es, ne? Good morning. 1,572 new students at Leuphana University. 108 teams, 140 submissions, 2 winners in about 90 minutes. The first team is Vamos 33.2 Remember Me. I think some very, very good ideas. I have to admit, I have my 3 top favorites, and then we'll see what the rest of you think, because you all need to vote now. I have to say that the jury has asked me to convey the message that all 10 projects were of extremely high standard and all deserve mention. And again, I think all 10 teams deserve a very big applause. Well done to all of you. But there is a winner. And the winner is team number 4, Stick-Ons. Congratulations, Stick-Ons.